Moin und herzlich willkommen zum Praxisteil des 5 Watt Infrarotmoduls von Xtool speziell für den P3. Im ersten Teil habe ich euch ja bereits die Installation und die Kalibrierung gezeigt und auch erste Erkenntnisse mit euch geteilt. Das Video dazu verlinke ich euch gerne nochmal hier oben. Und heute zeige ich euch dann mal, wofür der Infrarotlaser speziell eingesetzt werden kann. Xtool veröffentlicht ja auf seiner Seite auch das Einsatzgebiet dieses Infrarotlasers. Ein Spezialist ist er im Bereich von Metallen, Kunststoffen, aber auch Leder, Gummi, Stein, bestimmte Stoffe können damit besonders gut graviert werden. Und einiges davon gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an. Wie bereits in Teil 1 kurz thematisiert, ist bei der Verwendung des CO2-Moduls jeweils immer das Infrarotmodul wieder zu entfernen und andersherum, wenn wir jetzt eben Infrarot lasern wollen, müssen wir das dann wieder kurz installieren. Aber ihr seht, die Installation ist relativ zügig gemacht. Und das war es auch schon wieder. Okay, starten wir mit Visitenkarten. Das sind keine Papp-Visitenkarten, sondern Aluminiumkärtchen. Die sind 0,2 mm stark, gibt es in verschiedenen Farben, Legierungen. Da seht ihr mal die Bandbreite und die wollen wir jetzt mal gravieren. Unter Studio müssen wir natürlich noch einige Einstellungen vornehmen. Wir sehen hier zum einen den Arbeitsbereich, der ja erfasst wurde und da dann auch die entsprechende Visitenkarte. Dann wählen wir danach das Material aus. Da haben wir in einer hinterlegten Bibliothek sehr viel zur Auswahl, unter anderem jetzt unter Aluminium haben wir auch eine 0,2 mm schwarze Metallvisitenkarte. Das ist exakt das, was wir wollen. Und dadurch ist es so, wenn wir jetzt dann auch unseren Laserkopf umstellen von CO2 dann auf das 5 Watt Infrarotmodul, dass dort automatisch eine empfohlene Leistung für das Modul hier ausgewählt wurde, um ein gutes Ergebnis dann auch zu erzielen. So dass wir dann jetzt nur noch unser Motiv auf die Visitenkarte legen müssen. Das werde ich mir jetzt mal ein bisschen größer zoomen. Ja, und diese Leistungen und Werte übernehme ich jetzt, genauso die weiteren. Ich lasse die 200 Linien hier, damit das schön fein wird. Und dann wird das Ganze jetzt auch losgehen. Ja, angegeben wird das Ganze mit 4 Minuten. Ja, und das kommt nach 4 Minuten mit dem Infrarotlaser dann dabei raus, wenn eine Aluminium-Visitenkarte graviert wurde. Daneben lege ich euch jetzt nochmal eine zweite Visitenkarte. Vielleicht könnt ihr das erkennen, da ist mir Folgendes passiert. Hier im oberen Bereich ist es noch scharf und nach unten hin seht ihr da hoffentlich einen verschwommenen Effekt. Das liegt jetzt nicht an der Kamera, sondern das ist auch in echt so. Und das ist mir passiert, weil ich den Laser nicht richtig festgezogen habe. Bei der Montage des Infrarotlaserkopfes ist unbedingt darauf zu achten, dass ihr diese Schraube hier wirklich festzieht. Wenn das nicht passiert, habt ihr eben durch die Bewegung diese Unschärfe. So, der nächste Versuch mit einer Geldbörse aus braunem Rindsleder. So, dafür habe ich mir jetzt hier aus meiner Materialbibliothek das braune Oberleder, Rindsleder ausgewählt. Dann habe ich hier mein Motiv. Das werde ich jetzt noch mal kurz invertieren, damit ihr das auch sehen könnt. Gut, dann stelle ich mir das entsprechend wieder ein. Ich habe 95% bei 90 mm pro Sekunde an Geschwindigkeit. Die Linien übernehme ich und wir schauen einfach mal, was dabei rauskommt. Ja, und hier die ersten Versuche auf Leder, einmal auf dem hellen. Da ist es natürlich sehr gut zu erkennen, weil die Gravur dann ja auch dunkel ist. Und auf dem dunklen Leder, seht ihr selber, hängt es ganz stark vom Licht ab, dass ihr das eben seht. Beides aber sehr schön und sehr fein geworden. Probieren wir uns mal an Edelstahl. Das ist hier eine Knoblauchpresse bzw. der untere Teil davon.
Und hier möchte ich gerne auf dem Griff etwas gravieren. Und das Besondere daran ist, dass grundsätzlich der Infrarotlaser nicht die Biegung von Gegenständen erkennen kann. Das ist ja anders bei dem CO2-Laser. Da wird abgetastet und da können durchaus auch eben Biegungen in der Form erkannt werden. Beim Infrarotlaser eigentlich nicht, und trotzdem möchte ich mal probieren, wie sich das verhält, wenn ich hier versuche, auf dem Griff eine Gravur anzubringen. Ich habe jetzt hier eine manuelle Messung vorgenommen. Das liegt daran, dass ich ja hier ein gebogenes Material habe und dadurch für den Laser eine unterschiedliche Höhe. Insofern habe ich mich jetzt für einen Mittelwert entschieden und will einfach mal sehen, wie dann eben auch die Gravur bei diesen unterschiedlichen Höhen auf der Biegung nachher aussehen wird. Okay, wir haben die Höhe manuell gemessen, einen Mittelwert. Wir haben gebürstetes Edelstahl ausgewählt, das 5 Watt Infrarotmodul. Wir wollen die gesamte Schrift hier gravieren. Die Leistung wurde vorgeschlagen und dann haben wir noch 200 Linien. Das werden wir alles so belassen. So könnte es dann nachher aussehen und dann werden wir das Ganze jetzt mal starten. Trotz der Biegung in dem Material hat der Infrarotlaser das hervorragend und ja, an allen Stellen gleichermaßen gravieren können. Also mit dem Ergebnis bin ich auch sehr zufrieden. Probieren wir das Ganze nochmal mit einem Einkaufswagen-Chip, der ist auch aus Edelstahl. Okay, machen wir nochmal eine manuelle Abstandsmessung. Gut, dann gucken wir mal, wie gut jetzt unsere Kalibrierung hier jetzt auch ist in diesem Fall. Ja, aber was die Gravur angeht und die Details, das ist schon wirklich beeindruckend. Aber die Intensität, die hätte ich hier nochmal gerne ein bisschen anders gehabt. Und dementsprechend sind auch Edelstahl-Kugelschreiber möglich zu gravieren. Das hatte ich ja mit meinem 2 Watt Infrarotlaser für den S1 auch schon mal gemacht. Das kann man hier vielleicht ein bisschen erkennen. Und darüber hinaus sind auch gewisse Kunststoffe zum Lasergravieren geeignet mit dem Infrarotlaser. Und darunter fällt unter anderem dieser Kunststoff hier, das ist ASA. Da müsst ihr immer genau schauen, was das für ein Kunststoff ist, den ihr gegebenenfalls lasern wollt. Eine vollständige Liste der Materialien, die laserfähig sind, findet ihr auch eben direkt bei Xtool. Und natürlich gibt es dann auch so welche, die ihr tunlichst vermeiden solltet. Das wären zum Beispiel PVC, PTFE, Polycarbonat, Polystyrol, um eben nur einige zu nennen. Und da müsst ihr eben wirklich sehr genau eben darauf achten, was ihr dort eben an Kunststoff lasern wollt. So, da haben wir jetzt den Kugelschreiber aus dem Material ASA. Wir haben dann hier die Möglichkeit, unter Kunststoffen das entsprechende auszusuchen. Da ist ASA jetzt nicht dabei. Ich habe aber herausgelesen, dass ABS ASA sehr ähnlich ist. Dementsprechend werde ich jetzt damit das probieren. 5 Watt. Wir haben eine Gravur und haben dementsprechend dann eine Leistung von 70 und 600 mm pro Sekunde. Und das Ganze schauen wir uns dann jetzt mal an. Wie ihr seht, sind die Ergebnisse auch mit den Empfehlungen zu gewissen Materialien nicht immer auf Anhieb perfekt. Aber genau das gehört ja beim Lasern auch mit dazu, dass man ausprobiert. Denn zum einen sind die Geschmäcker verschieden und natürlich reagiert auch jedes Material ein bisschen anders. Ja, nun ist das Ganze ein Silbergrau geworden. Und da müsste man sicherlich noch mal ein bisschen rumprobieren, bis man da seinen Farbton eben getroffen hat. Aber damit könnt ihr zumindest sehen, auf Kunststoffen wie jetzt in dem Fall ASA ist es eben möglich, Gravuren anzubringen. So, und dann probieren wir noch mal einen dunklen Stein. Wir haben ausgewählt den Stein, das 5 Watt Infrarotmodul, 94% mit 206 mm pro Sekunde, 200 Linien. Wir schauen mal, was dabei rauskommt. Auf einem dunklen Stein kommt dann wirklich eine sehr gelungene Gravur dabei raus. Schiefer ist natürlich auch eine der Stärken von Infrarot. Hier habe ich dann auch den Vorteil, dass mein Laserpunkt sehr fein ist und am Ende das Ergebnis gegenüber eines Diodenlasers oder CO2-Lasers hier nochmal ein bisschen detaillierter ist. Und so kommt das dann direkt frisch aus dem Laser mit Infrarot
Eine wirklich schöne Gravur auf Schiefer. Nun möchte ich noch eine Silikon-Handyhülle gravieren. Ein 5 Watt Modul wähle ich wieder aus. Ich habe hier als Material direkt auch Silikon-Magnet-Handyhülle. Das ist sie in schwarz, hervorragend. Kann ich anwenden, gravieren. Leistung 95, 120, 200, das lasse ich alles. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. So sieht es jetzt aus direkt nach der Gravur. So, nach der ersten Reinigung sieht das dann so aus. Ich kann das noch nicht so genau einschätzen, ob das jetzt von der Gravur gut war oder eben nicht. Klar, es ist dunkles Silikon und es wird sicherlich auf anderen Farben dann auch anders aussehen. Ist auf jeden Fall gelungen, ist hier auch sehr detailreich. Das ist die heutige Testreihe mit dem 5 Watt Infrarotlaser von Xtool. Da haben wir zum einen Silikon gelasert, Schiefer, Stein, Aluminium. Dann haben wir hier Kunststoff, in diesem Fall ASA. Und wir haben Edelstahl zweimal und dann eben noch zweimal verschiedene Arten von Leder. Neben diesen Materialien gibt es auch noch weitere, die findet ihr dann direkt bei Xtool und dort dann auch entsprechende Parameter, mit denen ihr eure Materialien empfohlenerweise gravieren könnt. Und wie immer die Frage, braucht man jetzt auf jeden Fall so einen Laser? Und wie immer auch da die Antwort, das hängt ganz davon ab, was ihr selber eben vorhabt. Was wollt ihr damit anstellen? Ist das für euch ein Hobby? Ist es für euch ein Gewerbe? Ich hoffe, ich habe euch ein paar gute Praxisbeispiele mitgebracht und ihr könnt jetzt besser einschätzen, ob für euch auch ein Infrarotlaser interessant wäre. Und schreibt mir doch auch gerne mal in die Kommentare, was ihr schon mit einem Infrarotlaser graviert habt. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!